die sagen in Nordschweden, wenn sie Ja sagen, nicht mehr Ja, sondern sie atmen eigentlich nur noch so ein, so. Und das ist Ja, weil sie einfach, das reicht ja aus, um Zustimmung zu zeigen. Ich heiße Florina und studiere Physik, also mache meinen Bachelor Physik in Mainz und habe das letzte Jahr in Schweden studiert, mein Auslandsjahr da gemacht und war auch davor schon mal in Australien und bin sowieso gerne so im Ausland ab und zu unterwegs, deswegen würde ich mich selber als Grenzgänger beschreiben. Als ich das erste Mal nach Schweden bin ich von Freiburg in Deutschland mit dem Zug nach Kiruna. Also insgesamt Fahrzeit waren 35 Stunden. Und als ich dann von Stockholm im letzten Zug saß, das war ein Nachtzug, Polar Circle Express, und ab einem bestimmten Punkt ist man dann, glaube ich, nur so 2 Waggons. An einer Station hat der Schaffner extra ein bisschen länger Pause gemacht, dass ich und eine Freundin, die da im Zug saßen, das erste Mal raus über den Polarkreis in Schnee dürfen und konnten ein Foto machen und sowas. Und der hat also dann gemerkt, okay, wir sind Ausländer, wir sind nicht aus Schweden, wir sind das erste Mal hier oben im Norden und finden es super cool. Und dann hat er uns halt so auch ein bisschen zeigen wollen, so hey, ja, wir sind hier oben, wir haben nicht diesen Stress, dass wir immer ganz genau auf die Minute genau irgendwo sein müssen, weil so viele Sachen auf dem Weg passieren können. Elche, Rentiere können auf den Gleisen sein, da müssen sie warten. Das heißt, die sind da ein bisschen entspannter und sind da auch einfach glücklich, wenn man sich selber darüber freut und dass sie uns da was zeigen können. Im Juni habe ich Mitsommer mitgefeiert und das ist ja der längste Tag und in Schweden auch ein Nationalfeiertag, also die feiern das wirklich groß mit Blumenkränze, Bäume aufstellen, sowas wie Maibäume in Deutschland und so ein Familienfest ein bisschen. Und es wird einfach nicht dunkel und das ist ziemlich irritierend, weil gerade wenn man dann vom Feiern heimkommt um 2 oder 3 und das ist einfach hell. Das fand ich eigentlich schön, dass ich ein ganzes Jahr mitbekommen habe und irgendwie die Dunkelheit und auch die Helligkeit und nicht nur ein Teil mitbekommen habe. Die Schweden sind auch, würde ich behaupten, recht naturverbunden, die meisten. Ich will jetzt niemanden in irgendwelche Schubladen stecken. Und haben Spaß am Wandern gehen. Man kann wirklich wunderbar wandern gehen, auch gerade weil die Grundstücke sind alle offen. Das heißt, glaube ich, das ist jedermannsrecht. Dass, wenn irgendwo ein Baum steht, kann jeder Sachen runterpflücken. Außer natürlich, da ist explizit ein Zaun drum, wie auch in Deutschland oder so, dann darf man nicht einfach den Zaun übersteigen. Aber wahnsinnig oft ist zum Beispiel, das ist ein Wanderweg, der führt über Kuhweiden. Das heißt, man muss tatsächlich über den Zaun klettern und dann über die Kuhweide laufen mit den Kühen rechts und links neben dir und dann wieder über den Zaun klettern, weil da halt der Wanderweg lang geht. Was viele interessiert hat, immer wenn ich erzählt habe, dass ich aus Deutschland kam, war eher sowas wie lebst du denn oder was macht ihr in eurer Freizeit? Weil das natürlich was ist, was man nicht unbedingt lernt, aber die Hauptstadt von Deutschland kennt man irgendwo aus der Schule doch noch. Was natürlich immer ein Thema war, die Bierpreise, dass es einfach in Schweden doch sehr viel teurer ist, Alkohol zu kaufen. Und was dann dazu führt, dass die Schweden, wenn sie mal wissen, sie schmeißen eine Party, sehr viel trinken und auch wirklich viel trinken können. Was auch ein großer Unterschied war, ist, dass sie kein Bargeld mehr haben, also praktisch keins. Man kann noch Bargeld haben, man kann Bargeld abheben, aber man braucht es eigentlich nie. Ich würde jedem raten, einfach in ein anderes Land mal zu gehen, sich dem mal auszusetzen auch, weil von zu Hause raus kann man schnell natürlich über andere urteilen, aber wenn man mal woanders gelebt hat, weiß man, wie schwierig das ist, sich auch irgendwo anders einzufinden und wie schön es auf der anderen Seite auch ist, was Neues zu lernen. Ich hatte auch Angst, als ich erstmal ins Ausland bin, weil natürlich ist es nicht zu Hause. Zu Hause ist es gemütlich, ich kenne mich aus, ich weiß, wie Dinge laufen. Nach Hause kommen kann man immer noch, aber einfach mal zu probieren, sich diese Angst zu stellen, ist, finde ich, wichtig und auch fördert einen selber wahnsinnig und bringt einem fürs Leben wirklich viel.